Du bemerkst bei deinem Trompetespielen regelmäßig, dass dein Hals eng wird. Nehmen wir zum Beispiel hohe Töne. Wenn ich mit der Dreiklangsbrechung nach oben gehe, merkst du, dass der Hals eng wird. Du drückst die Trompete stärker gegen die Lippen etc. pp. Das heißt, du kannst die Töne entweder nicht so spielen, wie du es normalerweise könntest, oder du erreichst diese Töne gar nicht. In diesem Video zeige ich dir, wie du üben kannst, was du machen kannst, damit du eben diese Töne auch klanglich, intonatorisch und sicherer erreichst, damit du eben keine Panik mehr von diesen Stellen haben musst. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Mein Name ist Nico von Nico Leikam Trompetentraining. Natürlich müssen wir als Trompeter oft sehr hohe Töne erreichen. Wir nehmen heute mal exemplarisch zwei Konzertstücke. Zum einen das Eröffnungsmotiv der Trompete im Hummelkonzert, beziehungsweise dann auch eine Stelle von Oskar Böhmes F-Moll-Konzert. Beim Hummelkonzert müssen wir zum F2 und beim Böhme-Konzert müssen wir dann auch technisch etwas herausfordernd mit der Triolenzunge das C3 erreichen. Das ist jeweils eine Dreiklangsbrechung. Beim Hummelkonzert wäre es der F-Dur-Dreiklang, ba-ba-ba-bi, und beim Böhme-Konzert eben dieser gebrochene C-Dur-Dreiklang, ja ba-ba-ba-ba-bi, wo es eben dann oben zum C3 geht. Wichtig ist immer, dass man den Hals natürlich nicht eng macht. Ja, auch wenn man das weiß, passiert es leider automatisch. Ich kann dir aber sagen, man kann das wegtrainieren, indem man nicht mehr in Etagen denkt. Oft ist es ja so, vor allem auch wegen der Notation, sieht man ganz deutlich der tiefe Ton C1 und zu erreichen wäre der hohe Ton C3. Der befindet sich natürlich in einer ganz anderen Etage als unser Ausgangston. Das Problem ist dadurch, wenn ich mich jetzt auf der Strecke nach oben begebe, kommt irgendwann der Punkt, dass der Hals eng wird und man mit viel Körperkraft versuchen möchte, diesen Ton aus dem Instrument zu bekommen. Das ist natürlich der falsche Weg. Wie in anderen Videos habe ich ja schon gesagt, man arbeitet dadurch mit dieser Methode immer gegen seine eigene Körperkraft, Lippenkraft, Körperenergie und so weiter und so fort. Die Folge ist immer, dass man schneller platt wird, der Ansatz ist weg, es ist unglaublich anstrengend für uns körperlich und natürlich kommt dazu noch der psychische, der mentale Faktor, wenn ich solche hohen Töne sehe, dass ich eben dort einfach schon Blackout habe, eventuell sogar schon vorher eng werde und auch die Töne vorher, die Töne danach, die kommen natürlich dann auch nicht mehr spielen kann und nicht vernünftig erreiche. Wichtig bei solchen Stellen ist immer, dass man nach vorne denkt. Das heißt, man folgt mental dem Weg der Luft ins Instrument bzw. aus dem Instrument hinaus. Auch wenn der Ton am Ende hoch sein sollte, befindet der sich aber auf einer Tonkette. Das heißt, wie eine Kette, auf der eben verschiedene Perlen, bei uns eben Töne gespannt ist, geht der Ton nach vorne eben auf dieser geraden Strecke. Wenn wir uns ein Bild vorstellen möchten, da meine Jungs immer Mountainbike fahren, nehme ich dieses Bild jetzt. Man fährt eine Steigung hinunter. Aus der Perspektive des Mountainbikers stelle ich es mir vor. Ich fahre eine Strecke nach unten und habe am Schluss diesen Absprung, also eine kleine Rampe. Und am Ende eben dieses Erreichen des hohen Tons ist dieser Luftstrom am effizientesten, am stärksten. Das heißt, wenn ich es musikalisch übertrage und ich spiele gleich mal diese Stelle, wir nehmen das gleich mal exemplarisch an dem Eröffnungsmotiv von dem Hummelkonzert, also diese F-Dur-Dreiklangsbrechung, F1A, 1C2, F2, und danach kehrt man wieder zum F1 zurück. Ihr hört gleich, wie das geht, die meisten sollten das eigentlich kennen. Und jetzt ist es eben wichtig, dass wir uns dieses Spielgefühl von unserem Ausgangston F1 jetzt fürs F2 auch holen. Wenn ich Etagen denken würde, geht der Hals wieder eng. Denke ich nach vorne, mache ich etwas mehr Luft und erreiche dann diesen Ton eben souveräner, klanglicher und von der Intonation auch wesentlich besser. Los geht's! Und übertreibt es anfänglich nicht mit der Lautstärke, also nicht Forte und dann noch lauter werden bis zum Fortissimo, sondern nehmt Mezzoforte bis Forte-Bereich maximal. Da fließt die Luft gut, aber ich fange noch nicht an, dass ich stark irgendwie anfange zu drücken bzw. den Hals eng zu machen. Natürlich ist es auch immer ganz interessant, diese Stelle mal sehr, sehr leise zu spielen. Also im Mezzo-Piano-Bereich bekommt man ein gutes Feingefühl für die Lippe und kann es letztendlich dann auch in die Ausgangslautstärke Mezzoforte auf Forte im Crescendo übertragen.
Und mental denke ich bei diesen Tönen immer nach vorne die Luft durchs Instrument und aus dem Instrument raus. Das heißt, ich denke nicht nach oben, das was ja der Notentext eigentlich hergeben würde durch diese hohe Notation bzw. die Steigerung der Notation, sondern ich nehme es erstmal natürlich auswendig und denke immer ja bababi nach vorne, damit ich eben auch körperlich, ich kann das natürlich auch insgesamt mit der Handbewegung unterstützen. Was auch eine gute Übung ist, ist immer, ich mache das Mundstück ab und puste durch das offene Mundrohr. Die Übung kennt ihr schon von den vergangenen Videos. Da geht auch richtig Luft weg, weil natürlich durch das Loch im Mundrohr natürlich wesentlich mehr Luft durchgeht als durch die Bohrung im Mundstück. Jetzt übertrage ich automatisch dieses Spielgefühl eben auf diese Stelle bzw. auf das Instrument. Und kann ohne Probleme diese und vor allem ohne mentalen Stress diese Töne souverän spielen, damit ich eben auch in dem Stück dann weiterkomme. Nichts ist schlimmer, als wenn man schon Panik vor dem ersten Einsatz hat. Wenn du natürlich dann dementsprechend höhere Töne erreichen möchtest, kannst du diesen Dreiklang natürlich jetzt nicht nur in F-Dur spielen, sondern du kannst es auf alle weiteren Tonarten übertragen, Fis-Dur, G-Dur, und du siehst, du kommst stufenartig, stufenweise nach oben. Wir gehen jetzt zum anderen Stück, das mit der technischen Herausforderung verbunden ist, nämlich in der Triolenzunge. Das ist diese eine Stelle aus dem ersten Satz Oskar Böhme F-Moll-Konzert. Dort haben wir den Dreiklang C-Dur, starten auf C1 eben über E, G, C2, E, G, C3 und danach kommt auch noch eine längere Strecke, die man spielen muss, die sich so zwischen G2 und B2 befindet und dann langsam abwärts fließt. Und dementsprechend muss ich natürlich, wenn es ideal läuft, diesen Dreiklang so spielen, damit ich die nächsten Töne ohne Einatmung, ohne neu ansetzen, in Fließbewegung weiterspielen kann. Also jetzt natürlich eine wesentlich größere Herausforderung. Jetzt muss ich über 2 Oktaven spielen und dementsprechend natürlich auch hier wieder dran denken, es geht nach vorne. Man kann es auch so machen. Und ihr hört schon, am Schluss, wenn ich das C3 erreichen würde, dann habe ich auf jeden Fall den stärksten Luftstrom. Jetzt mache ich es tonal, ich spiele es erst wieder langsam und steigere dann das Tempo. Und dann bin ich richtig schön in der Bewegung drin und kann auch dann, wenn ich den Ton so erreiche, weil er einfach gut klingt und die Luft fließt auch in dem Bereich, ich merke auch, der Hals ist offen, die nächsten Töne spielen. Wichtig ist immer, und das zum Abschluss von diesem Video nochmal wiederholt, denkt nicht in Etagen, also nicht erste Etage, zweite Etage und die dritte Etage erreiche ich nur mit viel Kraft und eng werden und drücken etc. pp. Das bringt nichts. Das bringt nur eine Sache was. Wir verlieren Kraft, wir verlieren Konzentration und es kommt dazu noch der mentale Stress für alle folgenden Stellen. Denkt immer in einer Linie nach vorne. Macht es ruhig auch trocken, dieses mit der Handbewegung. Nach außen fließende Luft. Nach außen fließen der Luft durchs Instrument. Damit man einfach dieses Gefühl bekommt, die Luft muss raus. Wie auf einer Perlenkette sind diese Töne gespannt. Ich nehme dann den Luftstrom und spiele diese Töne dementsprechend. Was natürlich auch immer dazu kommt, und das möchte ich nicht missen, am Schluss noch zu erwähnen, die Flexibilität leidet enorm drunter, wenn ich anfange, den Hals eng zu machen, beziehungsweise das Mundstück, das Instrument gegen die Lippen zu drücken. Sollten Bindungen kommen, Naturtonbindungen etc. pp., diese sind dann sofort beeinträchtigt, da meine Lippe einfach nicht mehr diese Flexibilität, diese Weichheit hat, damit ich solche Stellen eben spielen kann. Also denkt immer dran, spielt nach vorne durch euer Instrument und aus dem Instrument raus. Macht die Übungen trocken, dadurch unterstützt ihr euch beim Üben auf euren Instrumenten. Ihr könnt natürlich auch jederzeit solche Sachen ausprobieren, wie Atemgeräte oder zum Beispiel diese Schlauch im Mund. Übung, wo man einfach viel Luft einatmen bzw. ausatmen kann. Dadurch, dass was im Mund ist, unterstützt man den Kehlkopf, der geht dann auf. Und das sind so Übungen, die uns alle in die Richtung bringen, dass wir diese hohen Töne auch wirklich letztendlich spielen können. Beim C3 ist dann noch lange nicht Schluss. In der modernen Blasmusik geht es auch locker mal bis zum S, E, F3. Auch ein G3 ist keine Seltenheit. Und dementsprechend kann man natürlich auch an diese Stellen diese Technik üben bzw. übertragen. Denkt immer dran, Hals auf,
Luft geht nach vorne und die Töne befinden sich nicht in Stockwerken, sondern immer auf dieser aufgespannten Kette, auf diesem Luftstrom, den wir sowieso aus uns herauspusten. Ich hoffe, ich konnte euch eine Idee weiterhelfen, einen Schritt weiterhelfen mit meinen Ideen zu Trompete spielen, zur Höhe, zu besseren Klang, zu mehr Flexibilität. Und lasst am Ende von diesem Video noch ein Like und ein Abo da, das freut mich immer ganz besonders. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompete spielen. Viel Erfolg beim Üben. Ciao, euer Nico.